Okay. Gut, also ich bin bereit. Okay, warte, wie fange ich an? Lass mich mal kurz 20 Meter alleine vorfahren. Mach einfach deinen eigenen Anfang, okay? Okay. Servus Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Im Voraus Entschuldigung für eventuelle Windgeräusche. Ich weiß, ihr habt euch den Fahrradvlog gewünscht, aber heute hat sich die Möglichkeit ergeben, einen Motorrad-Stunt-Vlog zu machen. Erstmal kurz zur Erklärung, warum ich auf dieser Karre sitze. Mein Transporter hat Probleme gemacht, leider bin ich nicht auf meinem eigenen Bike. Deswegen habe ich mir dieses Bike hier ausgeliehen von dem Lieben. Ich blende den Namen ein. Und nehme euch heute mit, wie ich mich auf dieses Bike einfahre. Ich versuche heute mal zu schleifen, zu coastern. Ich bin bis jetzt nur 10 Sekunden mit der gefahren und habe dann gesagt, nee, stopp, das nehme ich auf. Das ist sicher interessant, wie das ich von Anfang an alles kann. Kurz noch dazu gesagt, ich bin gestern den ganzen Tag DT gefahren. Heißt, ich bin auf die Yamaha DT eingefahren. Jetzt wollte ich hier gerade einen Kickstarter rausholen, gibt es aber keinen. Da vorne fährt noch der Instant Rush. Schaut bei ihm vorbei und jetzt geht's los. Ah, schon wieder den Kickstarter gesucht. Ich suche die ganze Zeit den scheiß Kickstarter. Okay, dann fangen wir mal an. Jo! Also ich habe jetzt mein Intro eingesprochen. Jetzt können wir einfach anfangen. Ich fahre mich mal ein bisschen ein. Und dann gucken wir mal. Also, Leute, zweiter Gang. Finger immer an der Kupplung. Finger immer an der Vorderbremse für eventuelle Bremseinheiten. Fuß immer über der Bremse. Und dann erstmal ein bisschen Kupplung und Bremsgefühl bekommen. Aber jetzt schleifen wir mal, oder? Oh ja. Ja, kurz noch zum Bike. Das ist eine Husaberg, ich glaube FE 450 oder so. Ich versuche mal zu schleifen. Ja, ich. Oh, ist mein Mikro überhaupt noch da, Leute? Müsste. Das war's ja mal wieder. Das war's ja mal wieder. Ich habe irgendwas verloren. Was ist? Ach, ein Aufkleber. Ja, Leute, oh, Wind, Gegenwind, Seitenwind. Ey, Leute, es läuft besser wie gedacht. Es läuft besser wie gedacht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt reden soll. Also, ich habe ja eigentlich schon alles geschafft, was ich heute schaffen wollte. Ist das ein Angry Guy? Jetzt machen wir mal ein bisschen längerer Coaster vielleicht. Ja, läuft doch, Mann, läuft doch. Okay, Leute, ich beende diesen Motovlog. Ja, was soll ich jetzt noch reden? Noch ein paar Wheelies, komm. Geschwindigkeit aufbauen. Ah, das war ein bisschen schnell. Hier sind einige Bodenwellen, deswegen... Ist mein Helm überhaupt zu? Ja. Hier sind einige Bodenwellen, deswegen ist zu viel Geschwindigkeit jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber, ja, nochmal. Kupplung und dosiert an der Bremse, wieder Bremse los. Ja, Mann, der kotzt, eigentlich wollte er einschleifen, hat er gemeint. Er hat gesagt, er wollte sein Kennzeichen einschleifen. Du kannst mich ja mal ein bisschen von außen filmen. Ich bin jetzt eingefahren, du kannst mich ja mal von außen filmen. Ja, dieses Vlog-Thema ist immer noch auf Krampf was aus der Nase ziehen, bin ich halt echt nicht der Fan davon. Aber jetzt... Das ging fast auf die Eier.
Ah. Sorry. Auf, nochmal. In die Richtung geht's besser. So, dritter Gang angefahren, läuft bei mir. Vierter. Ja. Ja, chillig. Ich habe noch eine Idee, was wir machen können, dass das nicht so... Ey, sollen wir mal kurz davor und vielleicht noch mit ein paar anderen, aber immer vor den Autos dann drehen? Ja. Dann... Vor den Autos, alles ab den Autos halt. So. Ja, alles so das vordere Stück halt ein bisschen. Ich sage ihm kurz Bescheid. Ja. Ich nehme dich mit vor. Wir fahren vorne noch kurz auf dem Stück. Komm. Und wir drehen. Also deine Bremse ist sehr gut dosierbar. Deine Bremse fährt sich echt geil. Ich war überrascht, wie gut es geht. Ja, hier sind schon die ersten Fahrradfahrer, die... Oh. Oh, wer ist das? Was ist da passiert? Alles gut? Ja gut, das schneide ich mal nicht rein oder so. Ich fahre noch ein bisschen, ihr macht euer Ding, okay? Eigentlich wollte ich nicht bis zu den Autos fahren, deswegen ist jetzt ein fetter Blur drüber. Blur. Ja Leute, seitdem ich coastern kann, heißt ich ziehe die Kupplung im Wheelie, seitdem fällt es mir so viel einfacher Wheelies zu machen. Da kommt es plötzlich nicht mehr auf das Bike an, weil jedes Bike ja eine unterschiedliche Motorbremse hat, sondern da ist plötzlich alles gleich in einem Kipppunkt. Dieser Vlog ist doch schon wieder viel zu lang, oder? Ihr habt alles gesehen, was man sehen kann. Ja, David Boos bin ich jetzt halt nicht, wo um den Kreisel circlen kann. Aber ich kann schleifen, das ist nice. Ich würde jetzt sagen, ich warte jetzt noch, bis hier irgendwelche Action passiert. Aber wegen dem Crash da vorne fahren gerade nicht viele. Deswegen kann ich auch gerade nicht jemand anderes filmen. Aber ich halte jetzt meinen Mund, weil sonst muss ich so viel übersetzen. Jetzt hänge ich mich mal hier an meinen ursprünglichen Vlog-Partner, mit dem ich noch gar nichts zusammen gemacht habe. Oh. Der No-Hander, den ich niemals in meinem Leben können werde. Sorry übrigens für die tolle Schutzkleidung heute, aber ich hatte eigentlich nicht vor, heute so auszurasten. Auf Konzentration! Ja. Er probiert No-Hander, das ist echt nicht leicht. Übrigens noch ein Tipp. Falls ihr irgendwann bei einem Stuntspot seid, kommt niemals auf die Idee, einfach zu wenden, ohne zurückzuschauen oder will einen Circle machen. Weil jedes Mal, egal wo ihr seid,
ein Schulterblick, bevor ihr wendet. Das ist die häufigste Ursache, warum es an Stuntspots immer knallt. Und die andere ist, wenn man einen Stoppie macht und es nicht ankündigt. Schön synchron. Wuhu. Ja Leute, gleich ist zu Ende. An dieser Stelle noch Werbung für den Shop. Ihr seht, ich habe den neuen Zipper an. Ich kann da noch ein paar Bilder einblenden. Das ist der neue Zipper. Oh, er hat sogar eine Kappe dabei, die kann ich auch mal noch zeigen. Eine rote Warpaint-Kappe. Jetzt mal hier auf der Seite. Die gibt es im Shop. Wann der Shop wieder auf hat, weiß ich nicht. Das seht ihr aber immer auf der Homepage. Oh, oh, oh. Woo! Nice. Und jetzt noch ein Schleifer und dann ist zu Ende. Komm, ein langer noch. Okay Leute, genug gelabert, genug aus der Nase gezogen. Ich finde es unnötig, ich weiß, euch gefällt's. Jetzt zeige ich hier noch dieses Bike, weil das habe ich eben ganz vergessen. Das ist das gute Stück. Eine komplett Akrapovic-Anlage, Axle-Rims, ehemalige Hard Enduro, deswegen auch die krassen Gebrauchsspuren. Jetzt habe ich Werbung gehabt, jetzt habe ich das Bike gezeigt. Jetzt mache ich doch noch einen Wheelie und dann bin ich raus. Tschüss. Oh mein Gott!